Wir reisen nach Japan und dieses Mal sollte es aber etwas anders werden. In diesem Jahr hat mich ganz stark das Thema „Wo möchte ich leben?" begleitet. Das Thema mal im Ausland leben war schon immer da und es kam immer so ein bisschen wellenartig hoch in meinem Leben. Wo möchte ich leben? Einfach einmal diese Erfahrung machen, sei es für immer oder auch nur für eine kurze Zeit. Und einer meiner Lieblingsländer, wo es mich immer wieder hinzieht, ist Japan. Ich war schon mehrmals in Japan, es ist nicht als das erste Mal. Aber dieses Mal sollte es etwas anders werden. Wir möchten gerne Orte besuchen, wo wir noch nie waren und einfach mal hineinfühlen, wie fühlt sich dieser Ort an? Fühlt es sich nach Heimat an oder einfach nach Ferien? Als wir in Japan angekommen sind, haben wir unser Wi-Fi-Gerät erhalten. Würde ich jedem empfehlen, das im Vorfeld auch zu bestellen. Man kann das dann ins Hotel liefern lassen, dann hat man wirklich immer Zugang zum Internet. Es ist auch nicht so teuer. Bei der Ankunft, ja, die Japan kennen, was macht man als erstes? Natürlich Ramen essen gehen und wir sind einfach angekommen. Ich weiß noch, wir waren so erschöpft und müde von der Reise, weil es war ein sehr langer Flug. Als wir uns ausgeruht haben am nächsten Tag, haben wir uns auch ein Frühstück geholt, was ich jedem empfehlen kann, in die Convenience Store zu gehen. Family Mart, 7-Eleven und Lawson. Family Mart ist mein persönlicher Favorit, aber auch 7-Eleven hat sehr gute Dinge. Auch der Kaffee dort ist wirklich preiswert und der Kaffee von Family Mart, vor allem der Kaffee Latte, ist nicht mal so schlecht. Wir sind gerade in Japan und heute geht es weiter nach Kobe. Und wir waren jetzt im Family Mart, das ist ein Convenience Store. Und wir haben uns jetzt Frühstück geholt. Und zwar 2 solche Dinge, das soll gut sein für die Verdauung. Mal schauen, ob es stimmt. Dann natürlich das Egg Sando, vielleicht kennt ihr es. Es ist wirklich mega gut. Also es ist nicht nur ein Hype, sondern es ist wirklich berechtigt. Dann hat Miro ein Roast Pork Sushi Rolle. Kenne ich jetzt noch nicht. Und ja, dann haben wir noch ein zweites Fiber Mini und natürlich ein Kaffee. Jetzt kommt das Egg Sando. Falls ihr mal in Japan seid, wirklich eine Empfehlung. Das ist ein Ei-Sandwich und Japan, dort gibt es so leckere Eier, das ist ganz, ganz krass. Also es ist wirklich, die schmecken auch ganz anders als bei uns, finde ich. Wir haben uns jetzt so eins gekauft, da hat es 2 solche Sandwiches drinnen. Ich hoffe, man sieht's. Dann Okay. der. Chin chin. Zehn von 10. Es ist mega. Es ist richtig, richtig gut. Jetzt versuchen wir das Vibe Mini. Das ist für den Darm, habe ich im Internet gesehen. Mal schauen, ob es stimmt. Auch für den Stuhlgang, weil durch die Zeitverschiebung, die auch viel reisen, die kennen es dann
spinnt irgendwie alles ein bisschen verrückt. Und das soll das wieder regulieren. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Chin, chin. Nach dem Frühstück sind wir auch schon weitergezogen, und zwar in Richtung Kobe. Mit dem Schnellzug, also mit dem Shinkansen, sind wir von der Tokyo Station direkt nach Kobe gefahren. Es ging ungefähr 2 Stunden. Wir haben uns noch eine Bento-Box, also eine Lunchbox gekauft, und das war dann unser Mittagessen. In Kobe angekommen haben wir einfach mal den Ort so ein bisschen auf uns wirken lassen. Bei mir persönlich ist es extrem wichtig, auch zu fühlen, wie fühlt sich ein Ort an. Weil manchmal fokussieren wir uns so stark auf die Dinge, die wir sehen, aber wir vergessen, dass es auch darum geht, wie fühlt sich etwas an, wie ist die Energie, ist sie hektisch, ist sie entspannt und vor allem, was brauche ich für eine Energie, was wünsche ich mir. So haben wir einfach den Nachmittag gemütlich verbracht. Wir sind heute nach Kobe gefahren, zwar mit dem Shinkansen, also von Tokio nach Kobe. Es ist unser erster Aufenthalt hier in Kobe. Und was macht man in Kobe? Natürlich Kobe Beef essen, und das machen wir heute Abend. Ich bin extrem gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte etwas Mühe, um ein bisschen herauszufiltern, wo wir essen gehen sollen, weil anscheinend gibt es sehr viele Orte, wo nicht richtiges Kobe-Beef serviert wird, sondern eher ja, vielleicht einfach ein Wagyu oder irgendein anderes Stück Fleisch. Aber ich glaube, das, was wir heute uns ausgesucht haben, ist nicht mal so schlecht, würde ich jetzt sagen, aber ich nehme euch gerne mal mit, wo wir jetzt ja, Kobe-Fleisch essen gehen. Wir sind zurzeit in Kobe, und gestern haben wir einfach so ein bisschen uns die Stadt angesehen und waren dann auch Kobe Fleisch essen, und zwar extrem gut. Und heute gehen wir in den Kräutergarten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Von der Energie her ist Kobe etwas lockerer als Tokio, würde ich jetzt sagen, auf den ersten Eindruck. Und wir sind zwar jetzt ziemlich zentral, also wir haben jetzt nicht viel von Kobe gesehen, aber es wirkt so ein bisschen
legerer, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Es wirkt ein bisschen entspannter, weil Tokio ist halt schon so mehr Business-Stadt, sage ich jetzt. Man hat auch vielleicht ja, halt mehr diesen klassischen Stadt-Vibe und Kobe hat so ein bisschen diesen lockeren Stadt-Vibe, sage ich jetzt. Und heute gehen wir eben in den Kräutergarten und ich bin extrem gespannt darauf, was uns erwartet. Um zum Kräutergarten zu kommen, kann man entweder den Berg hochlaufen oder man benutzt die Gondel oder besser gesagt die Seilbahn dafür. Diejenigen, die aus Österreich, Deutschland und Schweiz kommen, die waren wahrscheinlich schon x-mal in so einer Seilbahn, ist das nichts Spezielles. Aber der Ausblick war unglaublich gut. Also ich mag Höhe nicht so, aber es war so schön, dass ich wirklich für einen kurzen Augenblick auch die Höhe vergessen habe. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber man konnte das Meer sehen, weil Kobe liegt ja direkt am Meer. Man hatte wirklich einen Blick über die ganze Stadt. Ich kann euch generell empfehlen, wenn ihr in Kobe seid, wirklich diesen Kräutergarten zu besuchen. Hat mir extrem gut gefallen, hätte ich selbst nicht unbedingt gedacht. Ich dachte, es sei ein bisschen langweilig, aber es war wirklich gut und man kann dann auch sehr viele Dinge auch kaufen, die selbst gemacht sind, wie Tees oder Seifen oder auch ja, Öle. Ich fand es noch lustig, hier hat es einen Essensstand aus Deutschland und dort konnte man einen Glühwein nehmen und es war ein kleiner Weihnachtsmarkt und alles, was sie verkauft haben, war entweder aus Deutschland oder aus Österreich. Fand ich extrem niedlich, war extrem süß, was sie da verkauften. Und ich hätte nicht gedacht, dass mein erster Glühwein hier in Japan sein würde. Aber ich liebe Glühwein und kann da nicht Nein sagen. Nach dem Glühwein und nach dem Essen, angeblich deutschem Essen, es war natürlich nicht richtig deutsch, aber es war sehr lecker, sind wir hinunter spaziert bis zur nächsten Station, also Seilbahnstation, und haben auch die Kräutern angeschaut und uns danach auch einige Dinge gekauft. Nach dem Kräutergarten sind wir auch in ein Café gegangen und haben auch über unsere ersten Eindrücke gesprochen. Und das war es auch schon mit unserem ersten Kapitel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!